Guardian ist am schwierigsten mit Akrobat, alle anderen Klassen sind mega easy wegen CCs und so. Moonbeam, HNR. Dafür macht Akrobat so viel Damage mit Skills. Ich würde sagen, Vene Guardian, wenn man die Klasse tatsächlich gespielt hat, bis Level 60 und sich nicht halt irgendwie boosten lassen und kein Equipment hat, ist eigentlich mit jeder Klasse easy. Man sollte halt sicher gehen, dass man Food hat, für den Notfall. Vielleicht auch eine Pille oder 2. Wie gesagt, halt für den Notfall. Aber eigentlich ist das echt easy. Also wenn dein Charakter jetzt nicht komplett absolut garbage ausgerüstet ist oder gar nichts hat, dann ist es wirklich geschenkt. Und ja, zur Not kannst du Hit and Run machen. Und Assists, wie gesagt, sowieso mit Moonbeam. Und Hälfte HP, weil das Vieh auch nur noch Hälfte HP hat. Ich glaube, der macht auch weniger Damage. Der ist generell einfach schwächer. Es ist ein ganz schöner Weichei-Schuppen Junior geworden, um ehrlich zu sein. Ich meine, wenigstens haben sie es so gemacht, dass man sich nicht gegenseitig... Also man kann sich zwar gegenseitig helfen, aber es bringt halt nichts. Jeder muss ihn einmal töten und jeder muss dieses Herz aufheben. Er macht gar keinen Damage. Ein Full-In-Dam mit Moonbeam Level 1, oder wer? What? Full-In Moonbeam Level 60 machst du mindestens 500er Ticks. Das dauert legit 100 Sekunden, dann ist der tot. Meinst du nicht Super Weichei-Schuppen Junior? Der Cardiac Guardian, oder wie er heißt. Achso, der macht keinen Damage. Achso, ich wollte schon sagen. Ich dachte kurz, du meinst einen Assist mit Moonbeam. Wollte schon sagen. Ja, nee, also wie gesagt, das ist echt ultra einfach. Und ja, man kann sich gegenseitig schon helfen. Man muss halt immer nur gucken, dass halt die Chars, die die Quest noch brauchen, halt den Last-Hit machen. Und das Herz und Pipapo. Aber selbst wenn man sich nicht gegenseitig hilft, ist es einfach. Also, ich meine, gut, früher war es auch nicht sehr viel schwieriger. Bisschen vielleicht. Aber ja, der Typ ist der Super Weichei-Schuppen Junior. Ist er auch. Also Quest-Job-Change-Probleme im Jahr 2024. Vor allem die First Job-Change. Das ist ja wirklich der größte Joke aller Zeiten. Also wenn Guardian Guardian, jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden. Wenn der Cardinal Guardian der Super Weichei-Schuppen Junior ist, dann ist die First Job-Change, aka dann Chainer oder wer auch immer, das ist dann der Ultra Super Mega Galaxy Weichei-Schuppen Junior. Weil du musst ja literally Eibats und fucking Burodengs und Pokepuks töten, obwohl du Level 15 bist, was einfach schon mal überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich meine, das ist natürlich nice, das ist besser, als wenn du zu Banks laufen müsstest, weil die halt weiter weg sind, das würde länger dauern. Aber vom Prinzip her ergibt die First Job Quest ergibt so heftig keinen Sinn. Das ist geisteskrank. Chainer ist der salzige Spucknapf, ja, aber nicht, weil er so stark ist, sondern nur, weil da 5 Millionen Leute am ersten Tag stehen und den machen wollen. Also das ist wirklich crazy. Also die First Job Change ist ehrlich gesagt einfach nur ein schlechter Witz. Da würde ich mir, ganz ehrlich, da würde ich mir fast wünschen, dass man einfach Level 15 erreicht und einfach den Job wählen kann. Gibt es ja auch viele Spiele, wo du eigentlich nur zu einem NPC latscht oder zu dem NPC latscht, der quatscht dir eine Kante ans Bein, erklärt dir ein bisschen was über die Klasse und du kriegst instant den Job, ganz ehrlich. Also ich meine, bevor du 15 Eibats tötest und da rumrennst und irgendwelche Random-Ass-Quest-Items sammelst oder was auch immer, also ganz ehrlich, dann kann man den Job auch, da kann man es eigentlich auch gleich lassen, oder? Weil die Second-Job-Quest beinhaltet zumindest ein bisschen mehr rumfliegen. Ich wollte es gerade sagen Wissen, aber eigentlich nicht wirklich, weil du kannst einfach auf den Quest-Helper drücken und dann wird dir alles angezeigt, wo du hin musst und pipapo, also das ist eigentlich auch nicht wirklich schwierig. Aber ich sag mal so, die Second-Job-Quest ist zumindest ein bisschen etwas anfordernder. Wie gesagt, die Guardians sind zwar einfach, eigentlich mit jeder Klasse kein Problem. Wie gesagt, außer man hat absolut kein Equipment und die Klasse nie gespielt. Also die Klasse hat nur geleached und man hat absolut kein Equip. Dann hat man vielleicht ein paar Probleme. Aber auch dann ist es machbar. Da muss man dem Schein einfach ein bisschen NPC-Equipment geben und fertig. Aber First Job Change, wie gesagt, da verstehe ich den Sinn einfach nicht. Warum soll ich, nachdem ich Level 15 bin, vielleicht sogar schon im Mars Dungeon war, oder zumindest bei Banks und Yang Yang, warum soll ich dann losziehen und gegen Eibats töten? Also ich check's einfach nicht. Und dann, ja, das Problem, immer mit den Quest-Monstern am ersten Tag vom FEC, oder wenn sie jetzt auch einen neuen Server eröffnen würden, die wollen jetzt einen neuen chinesischen Server machen. Ob wir den auch spielen könnten, weiß ich jetzt nicht.
Aber es ist einfach so bescheuert. Ich meine, an dem Punkt kann man es auch einfach lassen. Dann lasst es einfach, dann gebt den Leuten einfach direkt den Job-Change. Würde viele Probleme, wie gesagt, beim ersten Tag vom FEC-Server heftig lösen. Ich meine, letztes Mal haben sie ja auch nach ein paar Stunden dann die Respawn-Rate erhöht und irgendwann haben sie mehr Giants, glaube ich, spawnen lassen oder so. Aber das machen sie halt immer erst, nachdem das Problem schon entstanden ist. Sie lösen das Problem nicht von vornherein. Also irgendjemand ist dann immer trotzdem wieder beleidigt oder pisst, was ja auch verständlich ist. Und wenn das halt immer ein wiederkehrendes Problem ist, dann müsste man halt irgendwann erkennen, okay, vielleicht sollten wir die Job-Change, entweder ändern wir sie, machen sie schwieriger, oder wir streichen sie einfach ganz. Also wir ändern sie, machen sie schwieriger und geben dann vielleicht ein bisschen mehr Rewards. Vielleicht noch 5 Upcut-Stones und 5 Amplis oder so. Dafür ist die Job-Change dann ein bisschen schwieriger. Oder wir streichen sie einfach komplett, sparen uns den Stress beim FEC oder bei jedem Serverstart, wo dann immer wieder die gleichen Probleme aufkommen und machen uns auch beliebter bei den Spielern, die ja darauf auch keinen Bock haben und sich fragen, was das soll, warum man da Alberts töten muss und so. Wäre schon eine Win-Win-Win-Situation, würde ich sagen. Also ja, jedes Mal, wenn ich die Jobquests mache, denke ich mir auch wieder, was das eigentlich für sinnlose Aufgaben sind. Das ist crazy. Ups. Junge, was geht denn jetzt ab? Wäre schon cool, wenn das irgendwie... Also entweder ändern mit besseren Belohnungen oder abschaffen. Ist mir persönlich gleich, wie sie es machen. Auf jeden Fall kann es so nicht bleiben. So wie es jetzt ist, ist es lächerlich. Es macht schon Sinn, dass die First Job Change leicht ist an für sich, wegen halt Anfängern und so. Allerdings muss man sagen, Level 15 zu erreichen als Anfänger ist schon gar nicht mal so einfach. Also dann kann die Jobquest auch ruhig ein bisschen schwieriger sein, weil wem eine Jobquest, die etwas anspruchsvoller wäre, zu schwer wäre, der würde sowieso Level 15 nicht erreichen. Keiner, der da, sag ich mal, schon Probleme hätte, würde überhaupt Level 15 erreichen, wenn man mal ehrlich ist. Also da müsste man sich eh keine Sorgen drüber machen. Solche Leute erreichen Level 15 gar nicht. Die so eine Jobquest brauchen, weil sie eine schwierige gar nicht schaffen würden. Das ist crazy. No front. No front. Die werden es so lassen? Höchstwahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, warum den Feedback so egal ist. Das ist crazy. Letzter Feedback-Fragebogen, um den sie uns aktiv gebeten haben. Ich meine, natürlich, man kann immer Bugs und Suggestions in den Discord hauen, theoretisch. Aber erstens mal wird da auch vieles wahrscheinlich gar nicht gelesen oder halt, ob da jemals, also du weißt ja auch nie so wirklich,